und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus der Reihe Projekt Carport 6.1 Easy Carport, der Aufbau im Detail. Nachdem ich im letzten Video bereits den Aufbau des Carports im Zeitraffer gezeigt habe, möchte ich in diesem Video verstärkt auf die Details eingehen. Doch zunächst ein kleiner Rückblick. Leider hat sich in der Vorbereitung ja gezeigt, dass nicht alle Fundamentpunkte in Waage ausgerichtet waren und somit habe ich den Bereich erneut ausnivelliert und konnte somit dann berechnen, wie viele Zentimeter jeweils die einzelnen Balken abgesägt werden müssen. Das heißt die vorderen zueinander und natürlich auch die hinteren abzüglich der 10 cm für das Gefälle. Die Pfosten wurden anschließend in den Pfostenanker eingesetzt und ausgerichtet im Lot und anschließend mit einer Schraubenzwinge jeweils fixiert. Mit Hilfe eines Baugerüstes wurden die Stirnbänder auf die entsprechende Höhe gebracht, genau ausgerichtet und anschließend mit der Schraubzwinge an dem Pfosten fixiert. Die Löcher für die Bohrschrauben wurden zunächst vorgebohrt und anschließend die Schrauben durch die Stirnbänder in den Pfosten eingebracht. Mit identischer Vorgehensweise wurde auch der andere Stirnbalken gesetzt. Die Stützbalken wurden ebenfalls mit Schraubzwingen befestigt, bevor mit dem Holzbohrer die Löcher vorgebohrt wurden und anschließend die Schrauben versenkt wurden. Querbalken wurde ausgerichtet zwischen den Pfostenträgern und den Stirnbalken mit Schraubzwingen fixiert, vorgebohrt und anschließend festgeschraubt, um eine gewisse Grundstabilität zu bekommen. Bevor der dritte Stirnbalken für die Front des Carports eingebaut werden kann, mussten zunächst die beiden Balkenschuhe, an denen dieser befestigt bzw. aufgelegt wird, zunächst einmal angenagelt werden.
Auch dieser dritte Stirnbalken wurde mit Hilfe des Baugerüstes auf die exakte Höhe ausgerichtet. Zur Unterstützung der Montage wurden die beiden äußeren Stirnbänder mittels Spanngurt zueinander gezogen und anschließend verschraubt. Mit der Verschraubung eines weiteren Balkens an den vorderen Pfosten war die Stabilität des Carports nun endgültig gegeben. Nun wurden die restlichen Stützbalken montiert. Um die Zehnerschrauben durch den Pfostenanker an die Balken zu schrauben, wurden diese zunächst von beiden Seiten akkurat vorgebohrt. Nun konnten auch die restlichen Querbalken montiert werden. Diese wurden in die Pfostenschuhe eingenagelt. Die Montage des Rundbogens stellte einen kleinen Höhepunkt dar, da dieser aufgrund eines Anstoßens an den Balken zunächst etwas ausgekehrt werden musste. Im Bausatz des Easy Carports befindet sich auch eine Regenrinne. Diese wurde fachmännisch installiert, indem der linke äußere Regenrinnenhalter zunächst an seiner Position fixiert wurde, anschließend über eine Richtschnur mit einem leichten Gefälle zum Abflussrohr hin der zweite. Entlang der Richtschnur erfolgte dann letztlich die Montage der übrigen Regenrinnenhalter. Zum Abschluss erfolgte die Eindeckung des Daches mit den Trapezflächen, zunächst im unteren Bereich und dann überlappend im oberen Bereich. Die Verschraubung erfolgte über Spenglerschrauben, so dass kein Wasser eindringen kann. Und hier nun das Ergebnis nach einem Tag Aufbau. Soweit steht der Carport, ist auch schon nutzbar. Das Anmalen mit der Holzschutzfarbe sowie die Designblenden und meine Elektrik zeige ich euch in einem späteren Video. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei meinen Bauhelfern, mit deren Unterstützung das Ganze wirklich super reibungslos abgelaufen ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie mein Projekt Carport weitergeht, abonniert am besten meinen Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen.